Ja, wir stehen hier im großen Saal der Laeiszhalle. Dieser Saal hat ja ein wunderschön neobarockes Ambiente und er fasst hier ungefähr 2000 Zuschauer. Damit ist der Saal ungefähr so groß wie auch der große Saal in der modernen Elbphilharmonie. Aber anders als der Saal in der Elbphilharmonie, der ja in Form der runden Weinbergarchitektur gestaltet ist, ist das jetzt hier ein Saal in der klassischen Schuhschachtelform. Und der Saal, der hat auch eine wunderbar warme Akustik. Vor allen Dingen ist der Saal aber natürlich hier geprägt durch den vielen goldenen Stuck, den wir sehen, roten Samt. Und das Ganze verleiht dem Saal ja hier quasi eine nahezu majestätische Ausstrahlung. Und der leider schon verstorbene Chefdirigent der Symphoniker Hamburgs, der Sir Geoffrey Tate, der soll mal über diesen Saal gesagt haben, dieser Saal sei wie eine alte Geige, die, wenn er über lange Jahre mit viel Liebe gespielt wird, an Klang, Schönheit und Resonanz gewinnt. Ja, und ich denke, das kennzeichnet diesen Saal auch schon mal sehr gut. Dann gibt es hier im Saal in der Tat noch eine Besonderheit. Wenn man mal den Blick schweifen lässt oben zur Decke, dann fällt ja auf, da ist ein Glasdach und durch dieses gläserne Dach fällt Tageslicht in den Saal. Das meint man zumindest. Aber man hat da so ein bisschen geschummelt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass oberhalb dieser Glasdecke, da ist noch ein weiterer Raum mit großen Dachfenstern. Und da kann es, wenn man die Fenster offen lässt, natürlich auch ab und an sehr heiß werden. Insofern werden die Fenster dann häufig geschlossen. Und dann erzeugt man das Tageslicht dadurch, dass durch große Neonröhren hier Licht erzeugt wird. Dann stellt man einfach die Neonröhren auf Tageslicht. Was man aber auch machen kann, man kann den Saal dann zum Dämmern bringen, indem man einfach über die Neonröhren so ein Dämmerlicht erzeugt. Und das ist sicherlich, was den Saal hier auch besonders interessant macht. Ja, und in diesem wunderschönen Saal, da sind natürlich über all die vielen Jahre schon viele bekannte große Künstler ein- und ausgegangen. Große Komponisten, Pianisten, Dirigenten. Also das sind Namen wie Sergei Prokofjew, Igor Strawinski, Paul Hindemith. Oder auch der Wundergeiger Yehudi Menuhin, der hat hier im zarten Alter von 12 Jahren ein wirklich umjubeltes Konzert gegeben. Und auch die Konzerte von Maria Callas, die sind sicherlich legendär. Auch der sehr bekannte Pianist Wladimir Horowitz, der hat hier im wirklich stolzen Alter von 83 Jahren sein letztes Konzert in Hamburg gegeben. Und insofern ist dieser Saal wirklich gefüllt mit vielen, vielen bekannten Namen. Ja, diese Künstler können Sie nun leider nicht mehr live erleben, aber es gibt jede Menge faszinierende, tolle Interpreten, die weiterhin hier in die Laeiszhalle kommen. Viele kennen ja nur noch den Saal der Elbphilharmonie inzwischen, aber es lohnt sich unbedingt auch mal hier einen Besuch in der Laeiszhalle einzulegen.